das. Der zweite ist Übernehmen, ja? Aber das ist vielleicht nicht schlecht. Also, locker. Ob ihr gut habt oder nicht, ist mir egal. Reingehen. Greifen. Je nachdem, wie weit ich Greifen heißt jetzt nicht hier so verpressen, sondern wieder in diese Lungenleitbahn mit den Fingerspitzen, als ob man sich in eine Liane oder ein Seil da drin. Also, weniger Liane, dann kommst du mehr hier mit dieser Schere, ja? Kneifzange. Hier oben ist mehr Liane, ja? Die Perikat 6 haben wir schon angesprochen, gegenüber, das ist so Yin- und Yang-Schalter, ist dreifacher Wärme 5. Der Punkt selber, wenn man den drückt, ist nicht wirklich schmerzhaft. Was der Punkt aber macht, so als Meisterpunkt auch von dreifacher Wärme, das ist so eine Netzstruktur, energetische Matrix, ist, dass er andere Punkte in Aktion setzt. Ja, das macht so eine Alarmbereitschaft. In der Akupunktur benutzen wir den oft, um das Energiesystem überhaupt zu öffnen, damit andere Punkte zugänglich werden. Den berührt ihr hier ja auch. Ja. Und der muss noch nicht stark berührt werden, das heißt, wenn ihr begleitet, aber ich habe den auch. Wenn die in Perikat 6 reinrutscht hier, wenn jemand große Hände hat, ist auch super. Ja, also ist egal. Jetzt wechseln wir die Hand. Der übernimmt, wir kreuzen und greifen rein. Ähnlicher Griff, seht ihr? Etwas einfacher, ja, weil wir hier nicht so schieben, das wird ein bisschen Aikido-mäßig, sondern eher was das ziehen. Und dann ziehen. Also eine Arm, zwei Bewegungen, dreifacher Wärme 5, übernehmen, suchen. Ja. Auch hier nicht den Punkt suchen, so, sondern hier mitnehmen und einfach hängen bleiben. Wenn ich hier anfange zu drücken, geht nicht. Wenn ich hier, er steht, ja, wenn ich hier hängen bleibe, ist so ein Druck durch ihn, ja. Und dann machen wir hier weiter mit den Armpunkten und mit dem schönen Gallenblase 20. Also zweite Bewegung, letztendlich so eine Kreuzgeschichte. Ich habe 4 Quadranten, mit denen ich arbeiten kann. Wenn ich mich dreidimensional hinstelle, habe ich noch in 3D noch mehr Quadranten. Ich habe Raum, die Diagonalstruktur. Ja? Wenn ich so stehe, habe ich erstmal 4 Quadranten. Egal wo der hängen bleibt. Ist er eingefangen in einem von diesen Quadranten. Je nachdem, wo er drin landet, gibt es unterschiedliche Techniken. Das heißt, macht euch keine Sorgen. Bietet ihm diese Diagonalen an. Wenn ich jetzt nicht, das ist auch so im Prinzip, man kann mitziehen, das geht, aber ihr seht, das ist in dem Augenblick irgendwie energetisch, stimmt irgendwas nicht. Sondern Aktion, Reaktion, das ist die Hikiti-Hand, ja, beim Karate, die zurückziehende Hand, die Yin-Hand. Ihr müsst eigentlich gar nicht groß dran denken. Ja, es funktioniert automatisch, wenn ihr einfach auf die andere Hand konzentriert. Ja, in dem Fall. Das kannst du alles machen. Wenn der Punkt ist, ist es einfach super.
drei Punkte, die alle die Faust ein bisschen schwächen. Hier ist ein Punkt, der ganze Bereich von Herz 7 bis Herz 5, 7, 6, 5, 4 sogar. Ja. Kennt ihr es wahrscheinlich, wenn jemand eine Faust macht und die versucht, diese Faust zu beugen, wird das sehr schwierig. Ja. Wenn ihr diesen Punkt einfach nur berührt, fängt er an zu. Das haben wir sehr oft. Ja. Im Aikido haben wir diesen Griff, Schwert. Ja. Also generell in der Kampf greifen wir nicht so, sondern wie ein Schwert. Das ist mehr so ein Ansaugreifen. Ob das nun Judo ist, ja, hier könnt ihr auch Judo Gallengasse 21 abholen. Das sind ja auch Nervenpunkte. Zack. Die aktiviert über den Anzug. Das tut man nur, wie gesagt, Faust auf Faust, das ist auch die Kleidung, die man da benutzen kann. Probiert das mal aus. Ja? Also einmal macht schöne Faust. Es gibt natürlich unterschiedliche Methoden, die zu beugen. Ja? Macht schon Unterschiede, ne? Hier so. Wenn man entweder hier mit diesem Knöchel da rein oder einfach diese zwei Knöchel, hier die Knöchel, einfach so eine Gabel abstützen, ja, kurz hinter den Gelenkköpfchen, seht ihr, das reicht, und dann probiert mal, dann geht das auch. Einfach nur, damit ihr mitkriegt, wie diese Bereiche hier, wo ihr reingeht, also nicht einfach so drauf, undifferenziert drauf ditchen, sondern ihr seht, mein Daumen geht hier rein, meine Mitte und Ringfinger saugen sich fest, ja. Und der Zeigefinger bleibt offen. Sobald ich Zeigefinger habe, wird mein Hals kopfsteif. Ja, ich kann das richtig sehen. Das ist der Zahnmeridian, ich will es sehen. Ja, also verbissen. Ja. Also kleiner Finger macht jetzt so ein bisschen Zug. Hier eigentlich nicht so sehr, wenn es nach unten geht, aber hier das. Aber Faust passt echt nicht. Ja? Die Faust einfach schon schwach. Ja, also gerade in solchen Geschichten. Ja. Hier. Ja, übernehmen, egal wer erwischen, einfach hier diagonal besetzen, ja, und die zweite diagonal übernehmen. Das dreidimensional machen, also noch in der Ebene agieren und nicht nur seitlich agieren. Ja. So, und jetzt müssen Sie, wie ihr seht, schön auf dem 12er Punkt. Ja. Und jetzt mit der Rückseite, egal wo ihr seid, relativ. Kein scharfer Schlag, relativ dünn. Da ist unten. Ne? Jetzt können wir Usai anwenden. Was machen wir bei Usai? Die 7 Halswirbel wollen wir kontrollieren. Vorsichtig. Und weiter Dünndarm 18 gegen den Boden drücken. Ja, das heißt, hier benutze ich den Boden, um den Punkt zu akupressieren. Das ist ein Punkt, der ist für Schafe, aber allein der Druck hier in der Gegend, der macht so eine Art Knockout, also so ein benebeltes und vaskuläres Knockout. Okay. Also das haben wir schon eigentlich eine Technik. Ja? 1, 2, 3. Wenn ihr diesen Punkt anschlagt, nicht einfach hier diesen Arm bedienen, sondern denkt an die ganze Person und denkt, ihr wollt eigentlich zum Fuß. Locker, ganzer Körper, diagonal, wieder haben wir die Diagonale. Ja. Dass ihr hier natürlich gewisse fiese Sachen einbauen könnt, ist natürlich schon Overkill, ja, der Arme. Liegt das schon. Ihr könnt gerne seine Herzpunkte, die haben wir ja beim Revival, ungefähr am unteren Drittel des Schulterblatts, zwischen Wirbelsäule und Schulterblatt, könnt ihr gerne ein bisschen was für Herz tun, ja? Versucht das mal. Gips, einerseits Gips geben. Ja, das ist natürlich dann fortgeschritten. Ja, so Richtung.
Gallenblase 26 nervt sich der Punkt, ja. Nennt sich der Punkt. Das geht leicht schräg rein. Und wieder, wohin geht das? Ja? Nicht einfach nur irgendwie gleich einen Schlag, zack, einfach so machen. Ich nehme mir sein hinteres Knie vor. Ich möchte, dass er aus dem hinteren Knie rauskommt. Das ist jetzt mein Ziel. Ihr müsst nicht groß suchen, die Lande und auf den Beckenkamm und hinter den Beckenkamm leicht kontrollieren. Nicht zu weit nach hinten. Der läuft ein bisschen mehr nach vorne, habe ich so das Gefühl, die Tendenz. Ihr könnt das mit der Hand machen, mit der Faust, der Schlag, oder was oft in der Position einfach angenehmer ist oder logischer. So ein kleines Giderbereich. Ja. Ein kleines Giderbereich. Also wir übernehmen wieder. Bum, bum, deuten den Punkt an, merken aber, der hält nichts davon, klappt nicht, was auch immer. Ja, gleiten, verzagen aber nicht, gehen sofort zum nächsten Punkt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die Leiste nachdrücken. Ja? Die Leiste ist ein großer Punkt. Bum. Klar, wer jetzt noch Beinpunkte hat, kann hier weiterarbeiten. Das machen wir mal viel seltener. Ja? 1, drehen, versuchen, hoch. Er kommt vielleicht hoch. Wer hier möchte, kann noch entweder die Bizepspunkte hier schlagen. Ja? Oder Magen, Gründen, was auch immer. Ja? Oder immer hin und her. Ja, okay. So reinrollen. Aber wenn du so rausgehst, mach mal 90 Grad. Also wenn du so rausgehst, merkst du, also 90 Grad. Ja, also eine gemütliche Sache. Ja, das ist jetzt gar nicht hundertprozentig. Das reicht, diese kleine Bewegung, das ist es ja schon. Ja, besonders wenn er weiß, was kommt. Wir wissen ja, wenn wir wissen, was kommt, können wir uns dann immer schön aufbauen. Ne? Wenn ihr den dann noch vorgeladen habt, hier seht ihr, dann ist das vielleicht noch ein bisschen einfacher. Und hochspringen natürlich, das ist energetisch. Ja. Und bevor ihr da lange sucht, nehmt doch einfach den ganzen Unterarm. Ja. Und benutzt dieses, was wir vorhin hatten, oder auch hier schon weiter. Horizontal, vertikal, so dasselbe Spielchen. Vieles also. Okay. Die Gefahr ist, dass man daneben zielt. Ja. Besser ist hier im Weichen anzufangen und dann gleitest du runter. Ja. Also dass du nicht so viel zielen musst. Ne? Sondern du fängst hier unten an und dann gleitest du runter. Wie oft so anatomisches Gleis, wenn ihr den Punkt versucht hier zu treffen, ja, ist relativ schwierig. Ja? Das sieht man nicht. Wenn auch so ein Anzug dran ist, wo ist in die Höhe, muss man schon sehr viel Anatomiegefühl entwickelt haben. Ja? Was ihr aber machen könnt, ist einfach reinrutschen. Ihr beginnt etwas weiter oben und das informiert euch schon, wo ihr gerade seid. Ja? Und dann merkt ihr, aha, da hört das Weiche auf, harte auf, das ist jetzt dieser Zwischenraum, aha, da kommt jetzt sozusagen der Knochen. Ich will diesen Nerv, der da lang läuft, will ich auf den Knochen pressen, ein bisschen komprimieren. Der läuft nach vorne. Ja, läuft auch in die Genitalien rein teilweise. Ja. Das heißt, beginnt lieber etwas höher und dann am Ende steigert ihr euch kurz. Lasst euch reintropfen. Ja. Einfach so eine tropfende Geschichte ist das. Ja. Runter, kurz reintropfen. Ja. Tropf in das hintere Knie. Also Weile, ja, kann ein bisschen passieren. Vor allem hier ableiten. Gallenblase. Wir haben natürlich auch andere Optionen, die den ganzen Bereich zu verschalten. Das kommt ja dann besser. Ja? Oder wir haben